Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich dir wieder ein Wunschrezept, und zwar hat sich die Rebecca ein türkisches Lavash-Rezept gewünscht. Das ist ein Fladenbrot, das traditionell im Steinbackofen gebacken wird und sich dabei kugelrund aufbläht. Ich habe verschiedene Rezepte und Backmethoden ausprobiert und zeige dir in diesem Video, wie du das sogenannte Ballonbrot ganz einfach im haushaltsüblichen Backofen herstellen kannst. Für die Herstellung des Teiges fülle ich zunächst einen 250 ml Becher zur Hälfte mit lauwarmem Wasser. In das Wasser gebe ich einen Teelöffel Zucker und ein Päckchen Trockenhefe, das entspricht 2 Teelöffeln. Die Zutaten rühre ich kurz um und fülle den Becher mit zimmerwarmem Joghurt bis zum Rand auf. Die Flüssigkeit fülle ich nun in die Rührschüssel der Küchenmaschine und gebe 2 Esslöffel Olivenöl hinzu. Statt Olivenöl kannst du hier natürlich auch neutrales Pflanzenöl verwenden. Jetzt gebe ich noch 3 Becher Mehl hinein, das sind insgesamt 420 Gramm. Hier kannst du auch schon 1 bis 1,5 Teelöffel Salz hinzufügen. Das habe ich vergessen und werde es etwas später nachholen. Den Teig lasse ich nun in der Küchenmaschine durchkneten. Hier sind nach 1 bis 2 Minuten Knetzeit noch trockene Krümel in der Rührschüssel. Deshalb gebe ich zunächst einmal nur einen Esslöffel Wasser hinzu und lasse den Teig noch ein paar Minuten weiter kneten. Nach circa 5 Minuten prüfe ich den Teig. Er sollte sich ungefähr so weich wie ein Ohrläppchen anfühlen und ganz leicht klebrig sein. Jetzt gebe ich das vergessene Salz zum Teig, füge noch einen halben Esslöffel Wasser hinzu und knete den Teig weitere 5 Minuten. Der Teig ist fertig geknetet, wenn er sich weich anfühlt und beim schnellen Antippen nicht am Finger kleben bleibt. Wenn du den Finger aber fest auf den Teig drückst, sollte er sich wie hier mit spürbarem Widerstand, aber fast rückstandslos vom Finger lösen. Nun decke ich die Schüssel mit einem Küchentuch ab und lasse den Teig 30 bis 45 Minuten gehen. Nach der Teigruhe bestreue ich die Arbeitsfläche dünn mit Mehl, gebe den Teig darauf und forme ihn zu einem gleichmäßig dicken, länglichen Laib. Dann teile ich den Teig in 5 etwa gleich große Stücke und forme die Portionen zu Kugeln. Da die Teigkugeln gerne auf der Unterlage festkleben, wälze ich sie von allen Seiten in Mehl und lege sie mit etwas Abstand zueinander auf ein sauberes Küchentuch. Mit der anderen Hälfte des Küchentuches decke ich die Teigkugeln ab und lasse sie 10 bis 20 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit heize ich den Backofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vor. Als erstes zeige ich dir die Zubereitung des Brotes auf einem Pizzastein. Den lege ich auf ein Backrost auf der untersten Schiene und heize ihn 30 Minuten auf. Währenddessen bestäube ich ein Stück Backpapier dünn mit Mehl und rolle den Teig darauf 2 bis 3 mm dick aus. Wer möchte, kann es aber auch dünner oder dicker ausrollen. Wichtig ist nur, dass er vor dem Backen 2 bis 3 Minuten ruht.
Als nächstes verquirle ich ein Eigelb mit einem Esslöffel Joghurt und einen Esslöffel Wasser und streiche die Mischung mit einem Pinsel dünn auf den ausgerollten Teig. Zum Bestreuen der Brote nehme ich hier eine Mischung aus Sesamsamen und Schwarzkümmel. Um den Teig nun einfach auf den Pizzastein schieben zu können, ziehe ich ihn mitsamt dem Backpapier auf eine dünne Schneidunterlage und lasse das Backpapier mit dem Brot vorsichtig auf den heißen Pizzastein gleiten. Und dann geht's auch schon richtig schnell. Nach etwa einer Minute beginnt das Brot aufzugehen und bläht sich innerhalb kurzer Zeit kugelrund auf. Hier lasse ich das Brot insgesamt 3 bis 4 Minuten im Backofen, bis die Oberfläche anfängt zu bräunen. Wenn du ein weiches Brot haben möchtest, kannst du es jetzt schon aus dem Ofen holen. Allerdings entweicht die Luft dann sehr schnell und das Brot fällt in sich zusammen. Warm ist das Brot noch recht weich, wird aber beim Abkühlen knuspriger und eignet sich gut zum Dippen in cremige Vorspeisen wie Hummus oder Tzatziki. Das nächste Brot backe ich auf einem normalen Backblech, das ich ca. 10 Minuten im heißen Backofen aufheize. Den vorbereiteten Teig lasse ich mit Hilfe der Schneidunterlage auf das Backblech gleiten und wie du sehen kannst, bläht sich auch hier das Brot vollständig auf. Meiner Meinung nach verhält es sich nicht anders als beim Backen auf dem Pizzastein. Diesmal habe ich das Brot aber schon nach 2 bis 3 Minuten Backzeit aus dem Ofen geholt. Dadurch ist es etwas weicher als das erste Brot und eignet sich gut zum Füllen und Aufrollen. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und freue mich schon sehr auf deinen Kommentar. Wenn du noch mehr leckere Brotrezepte von mir sehen willst, dann klick doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!